Auch diesmal geht es nochmal um Widerstand und Leistung, allerdings in einem etwas anderen Zusammenhang. Beim letzten Video zum Thema spezifischer elektrischer Widerstand wurde ja ein bisschen geschummelt, da sich am Ende fast alles weggekürzt hat. Heute rechnen wir mal wirklich damit. Herzlich willkommen zur nächsten Übungsaufgabe. Unser Problem dreht sich heute um die Energieübertragung. Über ein zweiadriges Kabel soll auf eine Entfernung von 1 Kilometer eine elektrische Leistung von 10 Kilowatt bei einer Verbraucherspannung von 230 Volt übertragen werden. Der Ausdruck Verbraucher ist hier vielleicht etwas unglücklich, denn Energie wird ja nicht verbraucht, sondern nur umgewandelt. Es ist aber ein gängiger Begriff bei Energieversorgern. Das Kabel ist aus Kupfer mit Rho gleich 0,0175 Ohm mal Quadratmillimeter durch Meter und hat einen Leiterdurchmesser von 4,5 mm. Aufgabe A. Wie groß ist der Leistungsverlust? Frage B. Berechne den Leistungsverlust bei einem Leiterdurchmesser von nur 2,25 mm. C. Wie wirkt sich die Erhöhung der Verbraucherspannung auf 2300 Volt aus? Frage D. Wie groß muss im ersten Fall die Spannung an der Einspeisung sein? Aufgabe E. Berechne den Leistungsverlust bei einem Aluminiumkabel, Durchmesser 4,5 mm, Rho gleich 0,0278 Ohm mal Quadratmillimeter je Meter und den Durchmesser, den das Kabel haben muss, damit der Leistungsverlust genauso groß ist wie beim Kupferkabel. Und F. Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus den Ergebnissen ziehen, also die Moral von der Geschichte? Viele Fragen, die sich aber verhältnismäßig einfach beantworten lassen. Als Hinweis für alle, die es wieder selbst versuchen wollen, im Prinzip kommt man mit den Formeln aus, die wir schon kennen. Beim Transport von elektrischer Energie vom Erzeuger zum Verbraucher geht leider immer etwas Leistung verloren. Grund dafür ist natürlich der Widerstand der Leitungen. Unser Stromkreis sieht im Prinzip so aus. Der Index E steht für Einspeisung, K für Kabel und V für Verbraucher. Am Ende soll eine Leistung von 10 Kilowatt bei 230 Volt ankommen. Um die erste Frage zu beantworten, müssen wir nur herausfinden, wie viel Leistung an den Leitungswiderständen in Wärme umgesetzt wird. P ist Strom mal Spannung oder, da wir U nicht kennen, I² mal R. I ergibt sich aus der entnommenen Leistung bei 230 Volt, also die Leistung der Verbraucher durch die Spannung am Ende. Den Widerstand des Kabels müssen wir auch erst errechnen. Rho mal Länge durch Querschnittsfläche. Wir haben aber nur den Durchmesser. Der Querschnitt ist eine Kreisfläche. R² mal Pi bzw. D² mal Pi. Rho mal die Länge der Leitung, das sind hin und zurück 2000 Meter und der Durchmesser ist 4,5 mm. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, ergibt das 2,2 Ohm. Das ergibt für den Leistungsverlust 10.000 Watt durch 230 Volt zum Quadrat mal 2,2 Ohm sind 4.159 Watt. Bei der Übertragung von 10 Kilowatt gehen uns über 4 Kilowatt verloren. Die müssen wir am Anfang der Leitung zusätzlich einspeisen. Was, wenn die Leitung nur 2,25 mm Durchmesser hat? Berechnen wir den Widerstand. Das sind jetzt 8,8 Ohm. Und das führt dazu, dass sage und schreibe 16,635 Kilowatt verloren gehen. Die Leitung verbraucht mehr Leistung als die Verbraucher am Ende. Die nächste Frage war, was ändert sich, wenn wir die Verbraucherspannung auf 2300 Volt erhöhen? Setzen wir das in die Formel aus Aufgabe A ein. Der Leitungsverlust beträgt jetzt nur noch 41,59 Watt. Gehen wir wieder zurück zu den 230 Volt und die Frage ist, welche Spannung muss ich einspeisen, um am Ende noch 230 Volt herauszubekommen? Es gibt zwei Möglichkeiten, den Spannungsabfall am Kabel zu berechnen. Einmal über die Verlustleistung am Kabel.
Die Leistungsformel U² durch R nach U umgestellt ist Wurzel aus P mal R. Jetzt die Werte eingesetzt, 4159 Watt mal 2,2 Ohm und daraus die Wurzel ergibt 95 Volt Spannungsabfall an den Leitungswiderständen. Die andere Variante ist einfach das Ohmsche Gesetz zu nehmen. U ist I mal R. I können wir ausrechnen aus der Anschlussleistung durch 230 Volt. Und auch so kommen wir auf 95 Volt. Wir müssen also 230 plus 95 Volt gleich 325 Volt einspeisen, damit am Ende 230 Volt übrig bleiben. In Aufgabe E nehmen wir jetzt ein Aluminiumkabel. Gegenüber der Aufgabe A ändert sich nur der spezifische Widerstand. Der gesamte Leitungswiderstand steigt auf 3,5 Ohm. Und damit ist der Leistungsverlust 6,616 Kilowatt. Wenn man den Nachteil gegenüber Kupfer ausgleichen will, wie dick muss das Alukabel werden? Das bedeutet, unser Alukabel soll auch nur 2,2 Ohm haben. Also die Widerstandsformel einfach nach D umgestellt, ist Wurzel aus Rho mal L durch Pi Viertel mal R. Das gibt als Ergebnis 5,67 mm Durchmesser. Sehen wir uns die Ergebnisse im Einzelnen an. Die Kabel in Aufgabe A und B unterscheiden sich nur im Durchmesser. Wenn man mal die Querschnittsfläche ausrechnet, hat das eine 16 Quadratmillimeter und das dünnere 4 Quadratmillimeter. Das sind durchaus gängige Leiterquerschnitte in der Elektrotechnik. Es überrascht nicht, dass die Verkleinerung des Querschnitts auf ein Viertel zu einem 4-mal so hohen Widerstand führt und auch 4-mal so viel Leistung verloren geht. In Frage C wird die Spannung auf das 10-fache erhöht. Der Leistungsverlust sinkt dadurch aber um den Faktor 100. Es macht also Sinn, die Energie mit höheren Spannungen zu übertragen. Darum erfolgt auch die Übertragung von hohen Leistungen auf große Entfernung über Hochspannungsleitungen. Würden wir unsere 10 kW auf einer 230 kV-Leitung übertragen, hätten wir nur noch einen Leitungsverlust von gerade mal 4,16 Milliwatt gegenüber den 4,16 Kilowatt in unserer Rechnung. Also nur ein Millionstel davon. Übrigens ist das auch der Grund, warum sich Wechselstromnetze durchgesetzt haben. Die Spannung lässt sich so ganz einfach transformieren. In alten Elektroinstallationen findet man noch Aluminiumkabel. Um den höheren spezifischen Widerstand auszugleichen, muss man den Leiterquerschnitt um mehr als die Hälfte erhöhen. Nach unserer Rechnung entspricht ein 25 Quadratmillimeter Aluquerschnitt einem 16 Quadratmillimeter Kupferkabel. Zur Formelübersicht muss ich nicht viel sagen, alles alte Bekannte. Vielleicht hatte der eine oder andere ja doch einen kleinen Aha-Effekt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.